So, auf zum dritten Versuch, das Ganze aufzunehmen. Oh Gott, ich hatte einige Probleme mit dieser Aufnahme, beziehungsweise mit diesem Teil hier. Ich habe es noch nie mal geschafft bis jetzt. Also, ich zeige euch erstmal die wunderbare Welt der trainierten Soldaten. Also, guck mal, die sehen mich schon mal nicht. Also, merkt keiner, dass ich hier bin. Auch nicht, warte mal. Hier, der Typ, der da vorne rumläuft und seine Reden schwingt oder sowas. Das hier ist Metal Gear Ray. Sieht ziemlich unbeeindruckend aus, habe ich mir auch gedacht. Also wir brauchen ein Foto von links, eins von rechts, eins von Mitte, eins von dem Marines Logo. Für links und rechts müssen wir tatsächlich irgendwie so stehen. Was mich erst komplett überfordert hat. Also wirklich komplett überfordert hat. Ich habe es irgendwie wirklich von links und von rechts probiert. Oder beziehungsweise auch ein bisschen versetzt. Aber tatsächlich das hier. Das hier wird als Foto zählen. Was absoluter Bullshit ist, weil du die Hälfte nicht siehst, weil irgendwie die Scheiße da hier im Weg ist. Aber, okay. Jetzt zeige ich euch weiterhin, wie intelligent die Soldaten hier sind. Warte. Nee, warte mal. Oh mein Gott. Der ist schon ziemlich clever, der Junge. So. Wundervoll. Merkt keine Sau. Nichtsdestotrotz, hier, na, komm, ist das Marines Logo, das wir brauchen. Womit wir alle Fotos hätten. Wahlweise könnten wir auch hier unten durchgehen. Guck mal, der Typ auch. Was ist. Warte mal, bevor ich euch mehr zeige von der Wunderwelt, die sich Metal Gear Solid 2 nennt. Da der Typ da oben bemerkt. Okay, fairerweise, der schaut durch die Kamera. Der Typ, den haben wir umgerannt. Merkt nichts. Nicht so, war wohl nur der Wind. So, die Leute hier, die merken, nee, kein Problem. Was ist denn hier? Ich kann in die Augen schauen. Nichts. Nichts. In ihre kalten, toten Augen kann ich schauen. Nichts. Der hier pennt. Ah ja, genau. Jetzt machen die so eine Übung. Ich kann ihn hier umbringen. Merkt keine Sau. Was? Willst du mich verarschen? Habe ich gesagt, merkt keine Sau? So, habe ich meine Fotos noch. Ich nehme das absolut als Nein. Okay. Ich will die Aufnahme jetzt nicht nochmal starten. Nicht schon wieder. Okay, jedenfalls, von der anderen Seite gibt es auch das Marines Logo. So, hier, Metal Gear. Metal Gear Ray, it can be. Ja, weiß nicht, Metal Gear Ray. Erstens sieht das Ding ziemlich unbeeindruckend aus. Und zweitens ist Ray einfach nicht so ein cooler Name wie Rex. Für die Leute, die es nicht wissen, Rex ist übrigens Latein und bedeutet so viel wie König. Wenn wir jetzt von Königin sprechen, dann heißt es Regina. So wie meine Mama. Oh Gott. Nein, ernsthaft, jetzt wisst ihr, wie meine Mama heißt. Sie fühlt sich ziemlich drauf. Weil es ist für sie Regina Herzog, weißt du? Königin Herzog. Was kann man mehr an Titel wollen? Nichtsdestotrotz, hier ist der Computer. So, und jetzt passieren wundervolle Dinge. So wundervoll, dass ich sie nicht kommentieren werde. Bis hierhin kam ich letztes Mal. Dann bin ich gescheitert an der Tatsache, dass ich die Fotos einfach nicht richtig gemacht habe. Jetzt sollten sie theoretisch richtig sein. Otacon wird es uns verraten. Und hier ist fucking Otacon, meine Damen und Herren. So, any codec moments from you, Snake? The first image is... Okay, this works. It's a great front view. Okay, what am I seeing now? Okay, that's good. The shot from the right is in the bag.
Dieses kleine Gemälde erinnert mich so sehr an Flint von Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Cloudy with a chance of What's meatballs. next? So, was kommt als nächstes? Ah, du bist ein guter Fotograf. Wir können dieses Bild von links definitiv verwenden. Ist nicht so, als wäre da so ein scheiß Stahlbalken im Weg oder so. Das nächste Bild ist fantastisch. Das Logo Marines ist deutlich zu erkennen. Ich habe jetzt seine Sprache irgendwie weggemacht. Snake, die Rede geht gleich zu Ende. Vergiss die Fotos und verschwinde von hier. Na gut, er hatte jetzt nichts mehr Wichtiges zu sagen. Ich meine, er ist Otakon natürlich. Oder nichts zu sagen. The Marines will lead the charge into a new world order with Metal Gear Ray. That is all. Dismissed. Oh. Okay. Bin mal gespannt, was jetzt passiert. Ja, guck mal, in der Cutscene. In der Cutscene sehen die Gesichter ziemlich detailliert und schön aus. Aber wenn der... Was? Excellent speech, my friend. Revolver, Ocelot. Gift of the silver tongue. They say it's the mark of a good officer. And of a liar. Americans are too in love with the sound of their own voice to speak the truth. Identify yourself. I am Shalashaska, also called Revolver Ocelot. What do you want? This machine will be quite useful. What are you planning to do? Steal this thing? Steal? No, I'm taking it back. Sie könnten ihn hier und jetzt töten und die ganze Scheiße von Metal Gear 4 und was weiß ich nicht allen so, ne? Verhindern. Das wäre zu einfach. Da, die Cutscenes, die sehen schön gemacht aus. Warum sehen die Gesichter in-game so hässlich aus? So pixelig. Verräter. Gerlukovich. Nobody move. Understood? Die Soldaten sind so nutzlos. Das ist Wahnsinn. Außerdem waren es viel mehr. Irgendeiner hätte mal nach hinten schauen können. Es ist... das macht mich gerade ein bisschen traurig. This ship now carries enough Simtex on its key structural points to blow it out of the water at the touch of this button. That's right. No one has to die needlessly. Bis auf der Typ, den du in der letzten Episode umgebracht hast, der absolut nichts verbrochen hat. Get a move on. Spasti. What do you intend to do with Ray? Sell it on the streets? I was raised in Snezinsk, formerly known as Chelyabinsk 70, the nuclear research outpost. What are you talking about? After the Cold War ended, my home was bought out by the Americans. Is there a point to this sad story? Now you would understand. Land, friends, dignity, all sold to the highest bidder, the United States of America. Even the technology that gave birth to these weapons is Russian, developed by us. What do you intend to do? Russia will rise again. And Ray is the key. I regret to inform you that I have no intention of selling Metal Gear. As I said,
I came to take it back. Yes, returned to the Patriots. The Lo. How's that possible? Ocelot, have you sold us out? I was never in your employ, Golukovich. Are you still in league with Solidus? No hard feelings, Colonel. Mother Russia can rot for all I care. Since when, Ocelot? When did you turn? I'm glad you noticed, comrade. I abandoned her during the Cold War. Ah! Metal Gear only has room for one! Golukovich, you and your daughter will die here. Damn you! Sergei, looks like you were long overdue for retirement. Traitorous dog! Ist klar. Natürlich. Naja, man nennt ihn nicht umsonst. Soll das Geräusch sein, wie sich der Revolver dreht. Revolver, Ocelot. Show's over. If you wish to live, I suggest you run now. This ship is still in the lower New York harbor. You may yet make it to shore if you swim for your life. Und du, Revolver? Du... kannst unter Wasser atmen. Du kannst fliegen. Nein, dich teleportieren. Nein, warte, du bist der Hauptantagonist des Spiels wahrscheinlich. Darum hast du die Kraft der Plot-Armor, die dich komplett unverwundbar macht. Und Soldaten... Weißt du, die Soldaten, die perfekt auf mich ziehen, die treffen ihn jetzt nicht. Während der da so locker flockig langsam da oben rumläuft. Schieß! Da! It's been a while, brother. What? Who are you? You know who I am. Liquid? Not so young anymore, eh, Snake? You're drowning in time. I know what it's like, brother. No wonder Naomi passed you over for the Fox Die program. Ouch! Get out of my mind, Liquid! The price of physical prodigy. Few more years and you'll be another dead clone of the old man. Our raw materials are vintage, brother. Big Boss was in his late 50s when they created his copies. But I live on through this arm. Liquid's on. What? 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 Gibt's dafür irgendeine Erklärung?
natürlich. Weißt du, bei den Armen. Was? Okay, ich will nicht urteilen, bevor ich nicht die volle Geschichte kenne. Wow. Du musst leben! Junger Ivan. Junger Wladimir. Ja, das sind Amerikaner. Junger Bob. Ich meine, okay, Revolver Ocelot könnte dieses Ding nicht steuern. Liquid ist der Einzige, der es steuern kann, aber... What the fuck? Ich meine, das ist nichts Neues für mich, das habe ich schon mal gehört. Ich glaube, das erste Mal habe ich das gehört, als Metal Gear Solid 4 rauskam. Habe ich schon mal gehört, dass irgendwie Liquid, Ocelot, irgendwie ein Körperteil oder so ein Shit. Aber ich habe mir nichts weiter dabei gedacht, aber wenn ich das jetzt so sehe... Wie gesagt, ich kenne die volle Geschichte nicht, von daher... Wow. You don't have what it takes after all! You're going down, Snake, with this tanker! Fly, you fools! Das Ding kann auf einem Bein stehen. Also das ist ziemlich geil. Das kann ich nicht. Ob das wohl dann auch so gut wird. Das Ding sieht so unbeeindruckend aus im Vergleich zu Rex. Ich weiß nicht. Sieht so aus wie der Derpy-Bruder. Hey. Hey Familie, das ist, oder nee, hey Freunde, das ist mein Bruder Metal Gear Ray. Und dann so, hallo Leute, ich bin Ray. Meinst du? Sag mir nicht, dass es jetzt einen Kampf gibt mit dem. Das wäre ein bisschen früh, oder? Was zur Hölle machst du? Ich sag ja, der ist ein bisschen behindert im Kopf. Wow. Wow. Snake! 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 GG. Game over. Also die Episode wird eine sehr, sehr lange Cutscene. Nichts anderes. Okay, Metal Gear Ray kann schwimmen. Das habe ich schon... Ja, der Schwanz war wahrscheinlich nicht. Das weiß ich sogar noch aus der Vergangenheit, das schon mal gehört oder gelesen zu haben, dass das Ding amphibisch ist. Sowohl an Land als auch Wasser. Okay, das sieht cool aus, muss ich sagen. Ich kann mir vorstellen, dass diese Wassereffekte bzw. Regen und die ganze Atmosphäre nicht ist doppelt so groß wie das Schiff, wie hat es da unten reingepasst? Ja, nicht doppelt so groß, aber ist ziemlich hoch. No problems. Proceeding as planned, sir. Die Szene habe ich schon mal gesehen. Genau wie das Ding rückwärts Salto ins Wasser machen. Weißt du, anstatt dass er jetzt, hier und jetzt Snake tötet, wenn er die Chance dazu hat. Ich meine, er weiß schon, dass er in der Vergangenheit zu einem großen Problem geworden ist. Er hat Ocelot in übertragenen Sinne den Arm gekostet. Er hat Liquids komplett... At the location we discussed. Yes, I have photographic evidence of Snake on the scene. The cipher was most useful. I
tomorrow morning's newsflash, I would say the Marine Corps' plans are on indefinite hold. Yes, of course, Mr. President. Hat Liquids kompletten Plan vereitert. Vereitelt. Oh, vereitert. Oh Gott. Und jetzt so richtig, nein, lassen wir ihn leben. Nein, er kann keine Bedrohung werden oder irgendwas. Nein, es wird keinen 4. Teil geben. Speichern. Ja. Ja, ist okay. Dann würde ich sagen, das war jetzt Episode 4. Außer, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich aufgenommen habe. Außer wir kriegen jetzt wahrscheinlich sowieso noch mehr Cutscene. Ja, ich glaube, ich packe noch dann, was jetzt an Cutscene rauskommt. Tausende von Berechnungen waren nötig, um die Atombombe zu bauen und ihre Wirkung zu ermitteln. Computer und Atombomben, Produkte des Zweiten Weltkriegs, haben sich gemeinsam entwickelt. Okay. Snake, do you remember the sinking of that tanker 2 years ago? Of course. Terrorists blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 miles off the shore of Manhattan. Your classic nightmare. It didn't take long for the government to put an oil fence around the whole mess. And then that massive offshore cleanup facility went up inside. The big shell. I hear the cleanup isn't quite over yet. It takes time. But in the meantime, the shell's become a landmark, a symbol of environmental protection. Calling teams Alpha and Bravo. Deploy at the big shell as scheduled. Approximately 6 hours ago, the big shell was seized by an armed group. Do we have an ID? Former members of the Navy SEAL Special Anti-Terrorist Training Squad Dead Cell. Russian private army members may also be involved. It's a highly trained group and they have the big shell under complete control. Okay, irgendwie macht diese Kameraeinstellung dem Emulator mal. $30 billion. $30 billion? What makes them think they can get that much? There was a government-sponsored tour going on at the big shell that day. Hostages, huh? A VIP from one of the major conservation groups, and one from our own government. The most important person in a sense. The most important person? James Johnson. The president? Unless the demands are met, the terrorists intend to blow the big shell out of the water. And the crude will ignite, turning the Manhattan harbor into an inferno. That's not the worst-case scenario. If the chlorides being used to decontaminate the seawater go up with the oil, toxins containing catastrophic levels of dioxins will be released. In other words, the bay's ecosystem will be wiped out, and the sea will turn into a toxic soup for centuries, becoming the worst environmental disaster in history. You have 2 mission objectives. 1, infiltrate the offshore decontamination facility Big Shell and safeguard the president and other hostages. And 2, disarm the terrorists by any means necessary. Oh, wir dürfen töten. Sehr gut. Oh, Tauchhans. You should know that SEAL Team 10 is also conducting a rescue operation. Is this a joint effort? No. Foxhound remains a covert body. Don't alert them to your presence. That is an order. Waffenbeschaffung vor Ort. This is Snake. I'm now inside Strut A of Shell 1. How are things? We're in luck. Looks like there are no sentries posted here. What's the visibility? The lights on the plant's struts are functioning. I won't have to use the IR goggles. Any problems? There was a brand new hole cut through the oil fence. There's someone else besides me that wanted to get in badly. That's not possible.
What about SEAL Team 10? They landed on the roof of the big shell as planned. And by the way, Snake, we're changing your code name for all following communication. What's wrong with Snake? Just a precaution. You are now designated God. Raiden. All right, Raiden. You've already covered infiltration and VR training. I've completed 300 missions in VR. I feel like some kind of legendary mercenary. Okay, we'll skip that part. Make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the select button. When we need to reach you, contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. All right. I'll contact you if anything changes. First, make your way to the upper section of the big shell. How do I get up to the next level? There's an elevator at the far end of that area. Use that. Sounds good. Your new sneaking suit uses electrofiber technology, a byproduct of fiber optics research. The texture isn't far removed from rubber, but the material protects against a wide range of toxic substances. The suit itself has a wide array of built-in sensors. It is referred to as smart skin in military R&D. Data about damage to different regions of the body, including blood loss, is exchanged between the suit and the intravenous nanomachines to create a feedback system. There's a lot of pressure on my torso. Relax. The suit applies varying pressure to major internal organs to maximize performance and safeguard their functions. They call this the skull suit in Foxhound. Skull suit? Seems appropriate somehow. The hatch with a circular handle will open into the elevator area. Locate the hatch first. Copy that. Moving on to main mission objectives. Wer bin ich? Warum bin ich? Wer auch immer ich bin. Ah, ich weiß schon, dass ich es hassen werde. Für die Leute, die es noch nicht wissen, was jetzt passiert. Ich weiß es auch nicht, aber hey, guckt euch das an. Glaubt ihr, wir sind Snake? Glaubt ihr wirklich, wir sind fucking Solid David Snake? Ah. Raiden. Gut, wir schauen noch, ob wir irgendwann ein Poster finden, das ich als neuestes Bild verwenden kann. Ansonsten muss ich nämlich andere benutzen. Okay, sieht nicht danach aus. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Diese Episode war nichts außer Cutscenes. Beziehungsweise das bisschen, was ich am Anfang gemacht habe. Aber ich denke, das sollte noch in Ordnung. Oh mein Gott, ich hasse dich jetzt schon. Oh mein... Nee. Nee. Okay, komm. Got your feet wet? These are the basic controls for swimming. Oh. When you're on the surface, you can swim in corresponding directions using the up, down, left, and right movement of the left analog stick. Push the punch button to dive down from the surface. Ah, es gibt Schwimmen. Was? Warum? Stroke the water and move forward by pushing the punch button. Push it in rapid succession to swim faster. Change your heading with the left analog stick. Up will take you up. Down takes you lower. Left and right to face those directions. The O2 gauge will appear under your life gauge while you're underwater. The gauge corresponds to the amount of air you can hold from a single deep breath. Once the O2 gauge falls to 0, the life gauge will start to drop. You need to be aware of that. Yo, whatever. Okay. Das ist mal was Neues. Oh, ich habe Nachtsichtgerät gefunden. Okay, die Videoqualität wird etwas schlechter sein als das, was ich hier sehe. Und ich sehe fast überhaupt nichts von dem, was hier passiert. Also werdet ihr noch weniger sehen. Wir schwimmen ein bisschen.
Gut. Nichtsdestotrotz, das war Episode 4. Eine Cutscene-lastige Episode. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode, wenn es heißt, lasst uns heraus... Oh mein Gott, ich komme nicht an dieser fickte Leiter ran. Wenn es dann heißt, lasst uns herausfinden, wer sich unter dieser Maske versteckt. Denn eines ist sicher, es ist nicht die Person, die wir spielen wollen. Bis dahin. Tschüss.